Leute, ich habe ein kleines Geständnis zu machen. Es steht Nachwuchs an. Tada! Es handelt sich um den Mini-Komet. Ich konnte einfach nicht widerstehen und ich habe mir den Mini-Komet noch bestellt. Und zwar in Gelb. Er ist so süß, er ist unglaublich süß. Ja, und den werde ich jetzt heute anfangen aufzubauen. Und ihr dürft mich natürlich wieder dabei begleiten. Viel Spaß! Ich hoffe, ihr verzeiht mir meinen kleinen Spaß mit dem Nachwuchs. Ich meine natürlich Nachwuchs im Heli-Sinne, nämlich wie gesagt hier der SAB Goblin Mini Komet. Ich konnte nicht widerstehen, das kleine Ding ist einfach nur zu süß und ich dachte mir, der kleine Fireball braucht doch auch einen Bruder. Ja, wie immer kommt der Goblin in einer hübschen kleinen Verpackung. Ich habe mich für die gelbe Variante mit gesamter Elektronik entschieden. Das heißt Motor, Regler und Servos. Und jetzt zeige ich euch mal genau, was in der Schachtel drin ist. Wie immer haben wir ganz oben aufliegen eine farbig gedruckte englische Bauanleitung. Ich liebe die SAB Bauanleitung einfach, weil sie sind wirklich idiotensicher, sage ich jetzt mal so frei heraus. Dann natürlich noch eine kleine Registration Card, wie immer, in der ihr darauf aufgefordert werdet, euren Goblin zu registrieren. Und da haben wir auch schon unseren ganzen Stolz quasi in ein Seidenbett gebettet. Naja, es ist nicht Seide, aber es sieht auch so ein bisschen so aus. Hier liegt unser kleiner, süßer Mini-Komet. Man kann schon erahnen, wie er später mal aussehen wird. Hier haben wir die Rotorblätter. Das handelt sich hier um CFK-Blätter. Das ist die gleiche Größe wie beim Fireball, also 280 mm. Hier ist noch der schnuckelige kleine Blattcaddy. Naja, immer wieder süß. Hier haben wir noch die Heckfinne, die wird später hier hinten dran geleimt per Hand. Ja, und dann kommen wir schon zur größten Packung. Wenn ihr wie ich die Super-Kombo bestellt habt, dann findet ihr hier jetzt all eure elektronischen Komponenten. Natürlich auch wieder eine separate Anleitung, die ist für den Regler. Dann haben wir hier unseren Regler. Zusätzlich noch die SAB-eigenen Servos, also 3x zyklisch und einen Heckservo. Und last but not least haben wir hier noch in der Schachtel den etwas großen und schweren, mächtigen Motor. Aber die kleine Kiste braucht ja auch Power, denn wir wollen ja auch ein bisschen durch die Gegend speeden. Dann packen wir das Ganze mal wieder weg. Und es wird Zeit, die süße kleine Kiste mal in die Hand zu nehmen. Schaut euch das mal an. Ist der nicht schnuckelig? Ah, ich habe mich sofort in dieses Ding verliebt. Und schon kämpfe ich auch mit der Magnetvorrichtung. Wie ihr seht, die hält schon ziemlich gut. Hier innen drin befindet sich noch das Landegestell. Hier haben wir natürlich kein Einziehfahrwerk wie beim großen Kometen. Es ist ja auch ein Fun-Speeder. Ansonsten sieht er wirklich genauso aus wie der große Bruder. Hier haben wir übrigens noch die Heckanlenkung. Nicht vergessen, wenn ihr den Heli auspackt. Ja, und dann bleibt eigentlich nur noch die kleinste von allen Kisten übrig. Wie immer handelt es sich um ein Aufbaumodell, das heißt, da ist nichts vormontiert oder irgendwas, sondern ihr baut den Heli von der ersten Schraube an selber auf. Für die Leute, die sich Sorgen machen, dass es eine Futzelarbeit werden würde, ich kann euch nur sagen, ich habe schon mal einen T-Rex 250 aufgebaut und das war futzelig. Aber einen Mini-Kometen und einen Fireball aufzubauen, das ist eigentlich wie ein 450er. Dann kommen wir jetzt auch schon zu meinem Setup. Wie immer präsentiere ich euch, was ich einbaue. Als Akku kommen bei mir wieder die OptiPower 6S 1000 mAh Lipos und das Graupner GR18 Flybarless mit integriertem Receiver zur Verwendung. Wie ihr schon sehen könnt, hier haben wir ein schnuckeliges kleines Flybarless-System. Empfänger ist auch schon mit drin, das heißt, wir sparen uns wieder jede Menge Kabel und Platzverhau. Als Sender wie immer meine Graupner MZ24. Und ich würde sagen, dann können wir schon direkt anfangen mit dem Aufbau.
Die ganze Kiste war innerhalb von 4-5 Stunden nach der Arbeit aufgebaut. Also so schnell war ich auch noch nie fertig. Aber hier steht sie nun, mein ganzer Stolz. Er macht echt was her. Ich bin super begeistert. Jeder, der den Heli in die Hand nimmt, sagt, oh mein Gott, ist der süß. Er hat einfach auch ein ganz eigenes Flugbild, wie ihr hier sehen könnt. Also es macht Spaß, das Ding einfach nur zu fliegen. Es ist wirklich lustig. Hier möchte ich euch auch noch kurz zeigen, dass die gesamte Heli kommt vorlackiert zu euch. Hier die Haube hat auch schon die Magneten und die kleinen Zapfen zur Haubenarretierung. Ist schon alles eingeleimt und vorgebohrt. Und ihr seht hier, wie einfach sich das auf- und auch wieder zumachen lässt. Hier hat SAB echt wieder mitgedacht und das ist kein Rumgefummel mehr, sondern das geht alles ganz schnell. Ja, und jetzt zeige ich euch noch ein bisschen Footage, ein paar Nahaufnahmen. Hier seht ihr mein Graupner GR18-System, wie das hinten drin sitzt. Vorne sitzt der Regler und darunter direkt der Akku. Ja, und wie ihr sehen könnt, das Ding macht jede Menge Spaß, ein bisschen rumzuheizen. Ich bin auf jeden Fall super, super, super mega begeistert. Er fliegt sich auch wieder mal sehr überraschend stabil und erwachsen. Ist natürlich auch wieder mal kein Leichtgewicht geworden, aber das Heck hält auch in hecklastigen Figuren. Er reagiert richtig gut auf Pitch. Der Motor hat ordentlich Fofo unter der Haube. Also ich habe selber einen Schrecken gekriegt. Und es macht auf jeden Fall richtig, richtig viel Spaß. Jetzt möchte ich euch noch kurz einen kleinen Zusammenschnitt zeigen, wo ich mit dem kleinen Ding mal im Hintergarten von meinen Schwiegereltern geflogen bin, damit ihr auch mal sehen könnt, was die kleine Kiste so kann, wenn man sie auf engem Raum fliegt. Natürlich können das einige 3D-Cracks bestimmt wieder um einiges besser als ich, aber die Leute, die meinen Flugstil kennen, die werden sehen, dass ich eigentlich den Großteil der Sachen, die ich mit meinem großen Heli fliege, auch mit der kleinen Kiste wunderbar umsetzen kann und sie hat dabei noch ordentlich Fofo und wie gesagt, es macht einfach nur Spaß. Und sehen tut man ihn auch noch gut. Also definitiv von mir eine Kaufempfehlung. Wer einen kleinen Fun-Speeder haben will, holt euch dieses Ding. Es ist es wirklich wert. Ja, und das war's auch schon mit meinem ersten kleinen Review zum Goblin Mini Comet. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr habt einen kleinen Einblick bekommen. Wenn ihr Fragen habt, dann dürft ihr mich natürlich jederzeit anschreiben. So bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder.